Zwei Brüder, beide aufgewachsen in armen Verhältnissen. Denn leider Gottes ist der Vater der beiden, als sie noch Kleinkinder waren, an einer schweren Lungenkrankheit gestorben. Und so hatte es die alleinerziehende Mutter nicht einfach. Doch sie hatte ein sehr großes Glück mit ihren beiden Söhnen. Sie waren beide engagiert und schrieben hervorragende Noten und wollten ihrer Mutter helfen. Sie hatten einen Traum. Sie wollten etwas Großes schaffen. Doch sie wollten dabei nicht den klassischen Weg gehen. Um das Unmögliche möglich zu machen, arbeiteten beide unzählige Stunden am Tag. Und nach getaner Arbeit arbeiteten sie an ihren privaten Projekten weiter. Schon als Kind wollten beide Musiker werden. Doch da die Mutter, als die beiden noch Kinder waren, leider kein Geld für ein Schlagzeug hatte, improvisierte der eine und schlug mit Stöcken auf Eimer. Der andere stand daneben und hat gerappt. Man sah die Freude der beiden förmlich in ihren Augen funkeln. In ihrer Kindheit hatten die zwei so viel Spaß daran, zusammen Musik zu machen. Aber als sie älter wurden, entwickelten sie eine komplett andere Herangehensweise ans Musikmachen. Kein einziges Lied haben die beiden zusammen rausgebracht. Denn der eine, der früher Schlagzeug gespielt hat, war ein totaler Perfektionist. Er wollte sein Lied erst dann herausbringen, wenn jede Melodie perfekt sitzt, jede Silbe perfekt ausgesprochen und jede Strophe perfekt geschrieben war. Der andere dagegen, der Rapper, brachte ein Lied nach dem anderen hinaus. Er nutzte jede Möglichkeit, um seine Musik zu verbreiten. Er sah hinter jeder Ecke eine Möglichkeit, entdeckt zu werden. Sein Bruder belächelte ihn nur und meinte, dass niemand Interesse haben werde an seinen dahingeklatschten Liedern. Sowas hört sich doch keiner an, hat er gesagt. Aber diese Worte taten ihm sehr in der Seele weh. Denn obwohl er nicht so perfektionistisch war wie sein Bruder, hatte er sich beim Schreiben seiner Lieder sehr viel Mühe gegeben. Doch der Rapper war entschlossen und ließ sich von diesen Worten nicht entmutigen. Er brachte jede Woche mindestens 2 neue Lieder raus. Und nach bereits 3 Monaten hatte er sein erstes Album herausgebracht. Voller Stolz präsentierte er es seinen Freunden und Bekannten. Es fand sich niemand, dem jedes Lied des Albums gefallen hat. Damit hat er gerechnet. Aber jedem haben doch mindestens 2 oder 3 Lieder gefallen. Der eine oder andere steckte ihm sogar 10 Euro für seine großen Bemühungen zu. Gleichzeitig veröffentlichte der perfektionistische Bruder voller Stolz sein erstes Lied. Doch er war schockiert, denn nur 2 von 3 Leuten hat das Lied gefallen. Teils musste er sehr harte Kritik einstecken. Aber weil er sich so viel Mühe mit diesem einen Lied gegeben hat, war er über die Reaktionen schwer enttäuscht. Damit hatte er nicht gerechnet. Da kam sein Bruder tröstend zu ihm und sagte Folgendes: Mein Bruder, kennst du nicht die Geschichte vom Apfelbaum, der nach Perfektion strebte? Der Apfelbaum fokussierte seine ganze Kraft darauf, dass auf ihm nur die besten und saftigsten Äpfel wuchsen. Das gelang ihm. Doch auf diese Art schaffte er es nur 5 Äpfel wachsen zu lassen. Ein Ehepaar und ihre 3 Kinder gingen an eben diesem Baum vorbei. Da rief der Vater: Kinder, seht, was für prächtige Äpfel! Und alle stürmten herbei, um von den Früchten zu naschen, bis auf den Jüngsten. Er rief lediglich: Ich mag keine Äpfel, und holte sich ein Brot aus seinem Rucksack. Der Apfelbaum, der nach Perfektion strebte, konnte so höchstens 5 Menschen sättigen. Und auch er hat es nicht geschafft, es jedem recht zu machen. Ein normaler Apfelbaum jedoch, der seine Früchte nach Lust und Laune wachsen lässt, schafft es, hunderte Menschen zu sättigen. Welcher Baum bist du?